Bei Anlegen mit Weitblick schauen wir heute auf die steigende US-Staatsverschuldung und was sich aktuell Chancen ergeben. Diese und weitere spannende Themen darf ich heute mit unserem Chief Investment Officer, Philipp Merkt, besprechen. Ja, Philipp, zum Starten würde ich ganz gerne einen Blick auf unsere aktuelle Positionierung in den Vermögensverwaltungsmandat werfen. Was haben wir verändert? Ja, wir haben bei den Obligationen eine Umschichtung vorgenommen. Wir haben die US-Staatsanleihen verkauft, das mit in diesem Jahr einen kleinen Gewinn. Und auf dieser Seite haben wir Schwellenländer-Anleihen gekauft. Und wenn wir den Rest anschauen, dann sind wir unverändert. Wir glauben, dass wir so immer noch gut aufgestellt sind. Wir sind bei den Aktien USA immer noch im Untergewicht, das weil wir glauben, dass die Konjunktur nicht so gut läuft. Das BIP ist ja nicht mehr gleich stark gewachsen, die Arbeitsmarktdaten ein bisschen schlechter geworden. Und auf dieser Seite glauben wir auch, dass Tech-Werte relativ hoch bewertet sind. Darum haben wir auf der anderen Seite auch ein Übergewicht in Substanzwerten, anstatt eben Growth-Titel, Substanzwerte. Und zum ganzen Abrunden haben wir auch noch ein Übergewicht im Gold, um auch ein bisschen mehr Sicherheit ins Portfolio zu geben. Jetzt eben du als Staatsverschuldung, ich habe es erwähnt, aktuell ein grosses Thema auch in den Medien. Was kannst du uns zu dem erzählen? Ja, tatsächlich hat die Staatsverschuldung in den USA sehr stark zugenommen. Wenn man vor 17, 18 Jahren schaut, auf dieser Grafik, dann sind wir noch bei etwa 60% der Wirtschaftsleistung gesehen. Und ja, jetzt sind wir über 120%. Und das gibt Druck auf den US-Dollar. Und wenn wir das noch vergleichen, also die gelbe Linie da drauf, das sind die unrühmlich genannten PIGS-Staaten, also Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien. Und wenn man sich daran erinnert, die Schuldenkrisen in der EU, etwa 2014, da sind die auch zwar ein bisschen über 120 oder 130% gewesen, aber mittlerweile hat die USA die PIGS-Staaten nicht nur eingeholt, sondern sogar überholt. Und der Musterknabe da drauf ist die rote Linie, das ist die Schweiz. Die hat eigentlich ihre Schuldenquote im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung zum BIP sogar noch zurückführen. Wir haben die sogenannte Schuldenbremse und damit liegen wir auf eigentlich komfortablen unter 30%. Gibt es aktuell auch irgendwo Chancen, die du siehst? Ja, genau, aus dem heraus gibt es auch Chancen. Ich habe vorhin gesagt, dass der Druck auf den US-Dollar zunimmt. Und nicht nur das ist sogar gewollt. Das Weisse Haus hat gesagt, sie wollen einen schwächeren Dollar. Das hilft natürlich auch wieder bei den Exporten, sie geht günstiger im Ausland. Also das ist gewollt. Und genau das gibt auch eine Chance, das sieht man auf dieser Grafik. Auf der blauen Linie sieht man den US-Dollar und auf der gelben Linie sind die Schwellenländer-Anleihen, wo wir eben ins Übergewicht sind gegangen. Und jetzt ist das eine ganz gegenläufige Bewegung, wie man ganz gut sieht auf dieser Grafik. Und eben wir gehen davon aus, dass der Dollar weiter wird sinken und dementsprechend dafür die Schwellenländer-Anleihen werden steigen. Und darum sind wir in das Übergewicht gegangen. Zum Abschluss noch eine Frage, die unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch beschäftigt, und zwar das neue Zollabkommen mit den USA. Was ist deine Einschätzung zu dem? Ja, für die stark betroffenen KMUs und exportorientierten Firmen ist das natürlich Good News, wenn man von 39 auf 15% Zoll runter ist. Das hilft. Dementsprechend haben auch die Uhrenindustrie und Maschinenindustrie die auch kurzzeitig profitiert. Also die Kurse sind gestiegen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass das erst eine Absichtserklärung ist. Oder das Wort Intent, also beabsichtigen, ist da drinnen über 40 Mal erwähnt worden. Und da gibt es noch das eine oder andere, das unklar ist und einige Stolpersteine, zum Beispiel Fleischkontingent, Chlorhühner. Da gibt es aber auch Normen bei den Autos, in Cybertrucks zugelassen, andere Trucks. Da gibt es Datentransparenzgeschichten. Also da ist noch einiges unklar und viel Zunder drin. Das ein Ziel ist ja auch, das Handelsbilanzdefizit zurückzuführen. Denkst du, das ist realistisch? Ja, es klingt zuerst ein bisschen sportlich, das zu machen bis 2028, aber auf der anderen Seite, wenn man schaut, wie das eigentlich zustande kommt, das ist vor allem geschuldet durch Pharma, Export von Pharmaprodukten in die USA und auf der anderen Seite von Gold. Das Gold wird in der Schweiz raffineriert, aber der Ausgangsstoff, der ist ja schon mal teuer, oder? Und das Raffinerieren gibt eigentlich nicht mehr viel Mehrwert oben drauf und es ist schon beabsichtigt, dass man die Raffinerierung dann künftig von den
vom Gold für die USA auch in den USA macht. Und auf der anderen Seite haben Pharmafirmen schon sehr viele Investitionen getätigt und machen das weiterhin, sodass auch Pharmaprodukte für die USA in den USA produziert werden künftig. Also das nimmt dann schon einen grossen Teil weg. Und auf der anderen Seite, das Defizit hat ja auch zwei Seiten, werden wir auch noch mehr Investitionen tätigen in den USA, also Rüstungsgüter zum Beispiel kaufen. Und dann glaube ich, dass das durchaus realistisch ist, wenn dann die Firmen alle mitmachen. Merci vielmals für deine Ausführungen, Philipp. Danke, seid auch ihr mit dabei gewesen und ich freue mich auf das nächste Mal bei Anlegen mit Weitblick.